Was hast du dir bloß bei dem Ultimatum gedacht? Ich hatte plötzlich Angst, Erika zu verlieren. Jetzt, wo sie sich mit Arno verlobt hat. Erika will Arno heiraten? Irgendwann wird Erika vor einem Standesbeamten stehen und Arno das Ja-Wort geben. Das, obwohl es mich gibt. Das halte ich nicht aus. Dennis. Und sein Opfer. Und das kein schönes Bild ist? Frau Schneider, ich habe da eine Bitte. Ja. Patrick sucht dringend einen Job. Ich habe ihm versprochen, dass Sie ihm einen geben. Was hast du da auf dem Bild? Kokain oder irgend so ein Zeug? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Glaub mir, das ist mir nicht leicht gefallen. Ich bleibe bei Arno. Das kann nicht sein. Du hast doch selbst gesagt, dass es so nicht weitergeht. Aber ich will dich nicht verlieren. Liebst du mich denn gar nicht mehr? Doch. Aber Arno lieb ich auch. Bitte verlass mich nicht. Ich stelle auch keine Bedingungen. Darum geht's doch gar nicht. Warum dann? Sagst du mir? Ich weiß jetzt, was ich will. Ich bleibe bei Arno. Deswegen müssen wir uns doch nicht trennen. Doch. Wenn wir uns weiter heimlich treffen, dann tue ich euch beiden weh. Mit überlegst dir noch mal. Bist du denn mit unserer Situation glücklich gewesen? Mit dir bin ich glücklich. Nina, bitte mach's mir nicht so schwer. Diese Liebe ist etwas ganz Besonderes. Ich werde dich nie vergessen. Tag, Nina. Was ist mit ihr? Ja, ich hätte Ihnen gerne eine Chance gegeben, aber im Moment sehe ich wirklich keine Möglichkeit. Aber Patrick kann wirklich sehr gut organisieren. Ja, was man von einem beinahe Priester auch erwarten kann. Vielen Dank für das Kompliment. Ich sehe mich einfach im Moment aus wirtschaftlichen Gründen außerstande, noch jemanden einzustellen. Frau Schneider, kein Problem. Es wäre schön, wenn sich etwas ergeben hätte, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ja, dann alles Gute und viel Erfolg. Absolut keine Chance. Oh, Gott sei Dank sind die weg. Das hätte mir gerade noch gefehlt, ausgerechnet den Mann einzustellen, den ich angefahren habe. Siehst du mal, dieser Dennis macht nur Ärger. Du musst ihn dir unbedingt vom Hals schaffen. Wenn du es nicht kannst, dann muss ich mich eben wieder darum kümmern. Nina hat Liebeskummer. Ja, Wusstest du das? es ist wohl erst jetzt so richtig schlimm geworden. Eine Frau. Kennst du sie? Bitte, Arno, Nina hat sich mir anvertraut. Ach, entschuldige. Sie braucht einfach meinen Rat als Freundin. Oh, es tut mir so leid. Eine so liebenswerte Person. Zum Glück hat sie ja wenigstens dich. Ich fahre ins Krankenhaus zu Barbara. Bleibt es dabei, dass sie morgen entlassen wird? Ja, aller Voraussicht nach, ja. Endlich. Zu Hause geht's ihr auch am besten. Guten Morgen. Henning, du bist ja schon da. Wir haben dich noch gar nicht erwartet. Tja, ich bin gestern Abend noch gekommen. Ziemlich spät, weil ich noch bei Nina war. Tja, und heute Morgen hat mich erst mal nach draußen gezogen. Ich kann euch sagen, ein herrliches Wetter zum Ausreiten. Und wie war's in London? Falls du das Essen meinst,
viel besser als sein Ruf. Und? Was gibt es hier Neues? Mehr als uns allen lieb ist. Nanu, das hört sich ja richtig ernst an. Ja, das ist es auch. Ja, was ist denn passiert? Es geht um Barbara und Gero. Kann ich noch mal mit Ihnen reden? Über Patrick Brockmann? Er ist wirklich ein fähiger Typ. Ich bin sicher, er würde sich sehr schnell einarbeiten. Darum geht es nicht, Dennis. Wenn ich mir den Umsatz betrachte, kann ich mir einfach nicht vorstellen, noch jemanden zu engagieren. Aber die Galerie läuft doch gut. Bei einem Mitarbeiter, ja. Wenn es so weitergeht, kann ich mir sicherlich auch irgendwann eine zweite Kraft leisten. Aber im Moment eben nicht. Bevor Sie wieder Versprechungen machen, reden Sie erst mit mir. Ich wollte Patrick eine Chance geben. Er sucht so dringend einen Job. Halten Sie es wirklich für so eine gute Idee, ausgerechnet jetzt mit Patrick Brockmann zusammenzuarbeiten? Was meinen Sie? Und wenn er erfährt, dass Sie sich schuldig bekannt haben, hält er Sie doch für einen Lügner. Das ist ja bestimmt nicht der Einzige. Bereuen Sie Ihr Geständnis? Nein, auf keinen Fall. Nur so kann endlich Gras über die Sache wachsen und Sie sind aus der Schusslinie. Aber mit Patrick will ich es mir nicht verderben. Tillmann und er waren die Einzigen, die zu mir gehalten haben, als alle anderen nichts mehr von mir wissen wollten. Außer Ihnen natürlich. Naja, da wollten Sie etwas für ihn tun. Aber was soll's. Die Sache ist gelaufen. Tut mir leid, dass ich Sie mit Patrick in eine peinliche Situation gebracht habe. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt weiß ich auch, wofür Gero das ganze Geld gebraucht hat. Er hat ein Vermögen für seine Kokserei ausgegeben. Ja. Und Barbara musste darunter leiden. Er hat ihre Situation schamlos ausgenutzt. Wenn sie morgen nach Hause kommt, muss sie erst mal geschont werden. Sie braucht dringend Ruhe. Ja, aber was erzählen wir ihr von Gero? Ich meine, sie wird wissen wollen, wo er ist. Ja, wir sagen ihr natürlich die Wahrheit. Sie muss doch wissen, dass sie sich Geros Kokserei nicht eingebildet hat. Und die Erscheinung von Nils wahrscheinlich auch nicht. Du kannst ihr jetzt nicht die Wahrheit sagen. In ihrem Zustand wäre das zu viel für sie. Aber wieso? Ich glaube, Christoph hat recht. Barbara hat wirklich genug durchgemacht. Wenn sie soweit ist, werde ich mit ihr reden. Ne? So, und jetzt muss ich aber los. Grüß Barbara von mir. Und von mir natürlich auch. Mach ich. Frau Rhein. Guten Tag, Herr von Anstetten. Ist Henning da? Komme ich ungelegen? Im Gegenteil, ich warte schon auf Sie. Wir machen später weiter. Und? Was gibt es Neues? Barbara von Anstetten wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. So schnell? Die arme Frau will wirklich niemand haben. Soll ich diesen Nils Petersen noch mal hierher bringen, damit wir sie ein für alle Mal loswerden? Lieber nicht. Noch nicht. Wir müssen erst mal sehen, in welcher Verfassung sie sich befindet. Je verwirrter sie ist, desto besser. Nicht unbedingt. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass sie einen zweiten Selbstmordversuch unternimmt. Sie wissen ja, wenn Barbara sich umbringt, verlässt Christoph niemals Friedenau. Der Sohn der Dame ist bereits ausgezogen. Gero? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Er hatte offensichtlich einen Disput mit dem Hausherrn. Ja und? Warum? Da muss ich leider passen. Aber das finde ich heraus. Genau dafür habe ich Sie engagiert. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Barbaras Suizidversuch und Geros Auszug. Und jetzt hat sie sich endgültig für Arno entschieden. Jetzt beruhig dich doch erst mal. Hm? Danke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber Nina, du wusstest doch, dass Erika sich nicht von ihrem Mann trennen will. Ja, aber ich habe gehofft, wir könnten trotzdem. Ja, aber dann hättest du sie nicht so unter Druck setzen sollen. So musste sie sich doch für Arno entscheiden. Ich weiß ja, dass es falsch von mir war. Aber was soll ich denn machen? Ich liebe sie. Du weißt doch, wie das ist. Ja. Aber im Moment gibt's ganz andere Probleme. Gero nimmt Kokain. Und das schon seit einer ganzen Weile. Aber das ist eine lange Geschichte. Wichtig ist, dass du erstmal wieder einen klaren Kopf bekommst. Meinem Kopf geht's gut. Aber meinem Herz. Am liebsten würde ich ganz weit wegfahren. Ganz weit.
Willst du wieder ins Ausland? Weglaufen bringt nichts. Außerdem habe ich hier meine ganzen Freunde. Und was ist mit Erika? Hoffentlich kann ich sie vergessen. Hi. Hallo. Dein erster Arbeitstag war ja nicht so besonders lang, ne? Gab gar keinen ersten Arbeitstag. Sascha, machst du mir bitte einen Kaffee? Ich dachte, du fängst heute in der Galerie Schneider an. Ja, das dachte ich auch. Frau Schneider braucht aber keine neuen Mitarbeiter. Also hat Dennis doch nur große Sprüche geklopft. Wahrscheinlich wollte er einfach nur versuchen, sie zu überreden. Hatte nur keinen Sinn. Voilà. Danke. Naja, wer weiß, wozu es gut war. Ich fand die Idee sowieso nicht so besonders toll. Dennis und du als Dreamteam. Klar, du hast ja noch nie viel von Dennis gehalten. Ich trau ihm nicht. Wieso bist du dir eigentlich so sicher, dass er dich nicht doch angefahren hat? Jackie ist reich, Dennis war es nicht. Sonst hätte er sich ja wohl kaum die Mühe gemacht, um mit mir nach dem Täter zu suchen. Vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver. Klar. Vielleicht solltest du Kommissarin werden. Ich mein's ernst. Dennis ist hinterhältig. Du solltest ihm nicht über den Weg trauen. Aber ich bitte das Recht auf eine eigene Meinung. Ich will dich ja nur warnen. Das hast du zur Genüge getan. Nur überzeugt hast du mich nicht. Weißt du, wo Christoph ist? Ich glaube immer noch bei Barbara im Krankenhaus. Was macht er denn da so lang? Sag mal, Kathi, Ja, was denn? wieso hast du eigentlich niemandem erzählt, dass Gero Drogen nimmt? Ich hab's nur einmal gesehen. Und er hat mir versprochen, dass er damit aufhört und eine Therapie macht. Er hat uns alle nach Strich und Faden belogen. Tja, ich hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Wie denn? Na, an seinem sprunghaften Verhalten. Mal war er total gut drauf, dann war er wieder down. Und er war permanent pleite. Ja, und jetzt hockt er wieder allein in seiner Praxis. Immer noch auf Droge. Henning, ich mache mir solche Sorgen um ihn. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Ich verstehe dich ja. Aber der erste Schritt, der muss jetzt von Gero kommen. Wie soll er denn? Er ist krank. Trotzdem, er muss sich helfen lassen wollen. Sonst landet er immer wieder da, wo er jetzt ist. Ja. Was willst du? Darf ich reinkommen? Wir haben doch schon über alles gesprochen. Nein, noch nicht über alles. Ich wollte dir nicht wehtun. Aber ich kann Arne und meine Familie nicht verlassen. Das hast du ja schon gesagt. Wenn wir weiter zusammengeblieben wären, dann hättest auch du drunter gelitten, dass ich mich so zerrissen fühle. Oh, vielen Dank, dass du auf mich Rücksicht nimmst. Aber jetzt geht's mir auch nicht gerade besser. Nina, auch wenn ich mich für Arno entschieden habe, ich liebe dich. Ich habe niemals aufgehört, dich zu lieben. Und ich kann nicht sehen, wie du leidest. Dein Mitleid kannst du dir ersparen. Geh. Bitte geh! Wunderbar gemacht. Das hätte selbst ich nicht besser hingekriegt. Ich verstehe kein Wort. Hast du wirklich keine Ahnung? Hier, der Artikel. Dennis bekennt sich schuldig. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, er hat sein Geständnis nur bei der Polizei abgelegt. Dann ist diese rührselige Geschichte auf seinem Mist gewachsen.
Herr Krüger betonte, es sei nur dem Drängen seiner Chefin, der bekannten Galeristin Charlotte Schneider, zu verdanken, dass er sich der Polizei gestellt habe. Ich verstehe das nicht. Na, ist doch alles bestens. Mit diesem Artikel bist du wieder vollkommen rehabilitiert. Alle halten Dennis für einen Lügner. Das hat er doch vorher gewusst. Trotzdem stellt er sich schützend vor dich. Er mag dich eben. Er ist loyal. Das ist alles. Wie auch immer. Es wird ihm nichts nützen. Sorg endlich dafür, dass du diesen Jungen loswirst. Hallo. Mama, schön, dass du wieder zu Hause bist. Herzlich willkommen. Hier, den habe ich extra für dich ausgesucht. Da. Der ist aber schön, danke schön. Du bist doch sicher müde. Möchtest du dich oben ein bisschen hinlegen? Nein, vielleicht später. Wo ist denn Gero? Er musste kurzfristig weg, zu einem Ärztekongress. Ach so. Aber ich soll dich grüßen von ihm. Bleibt er länger weg? Das war noch nicht sicher. Er meldet sich, sobald er kann. Möchten Sie den Saum gerne etwas kürzer oder etwas länger? Ah, nee, lieber länger. Je länger das Kleid ist, desto eleganter wirkt es. Kurz sieht ein bisschen spießig aus. Was meinst du? Mama. Ah, hallo Arno. Oh, Entschuldige, was hast du gesagt? Was für ein wunderschönes Kleid. Und ein ausgezeichneter Stoff. Ja, das sieht ja fantastisch aus. Was sagst du? Natürlich ist meine Tochter. Was ist denn das schon wieder? Ich gehe schon. Nick. Arno, ist Steffi da? Ja, Nick, du darfst auf keinen Fall reinkommen. Nette Begrüßung, was? Steffi probiert gerade das Brautkleid an und du weißt? Wenn du mich vor der Hochzeit in dem Kleid siehst, dann bringt das Unglück. Ja, soll ich dann jetzt hier Wurzeln schlagen oder was? Weißt du was, gehen da was trinken, was meinst du? Gute Idee. Nick und ich gehen auf den Schluck. Hier stellen wir doch nur. Mach das. Ach, und sag ihm bitte, dass er mich nachher abholen soll, ja? Ich glaube, das hat er sowieso vor. Sag mal, Mama, ist das Dekolleté nicht ein bisschen hoch? Finde ich eigentlich nicht. Verzeihung. Ja, Christiane. Clarissa von Anstetten würde Sie gerne sprechen. Ich lasse bitten. Bitte schön. Barbara. Es tut mir so leid, was geschehen ist. Das Leben ist doch viel zu kostbar, um es einfach so wegzuschmeißen. Du bist sicher nicht gekommen, um mir den Wert des Lebens zu erklären. Ich meine es wirklich aufrichtig. Gerade in schwierigen Zeiten muss man sich doch in einer Familie aufeinander verlassen können. Was willst du? Ich habe gehört, Gero ist verschwunden. Er ist nicht verschwunden, er ist verreist. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber das stimmt nicht. Gero hat Friedenau verlassen. Das ist doch wieder einer deiner Tricks. Nein, keineswegs. Als du im Krankenhaus warst, ist ja hier einiges passiert. Ich vermute mal, dass gewisse Vorfälle zu seinem überstürzten Auszug geführt haben. Vorfälle? Oh, ich glaube, ich habe dich schon viel zu sehr aufgeregt. Ich gehe jetzt mal besser. Du brauchst bestimmt noch viel Ruhe. Und mach dir nichts draus. Man kann sich seine Kinder eben nicht aussuchen. So, Espresso einmal. Ach, gehst du schon mal vor? Suchst du uns einen Tisch? Ich komme gleich nach. Ja, mach ich. Hallo Nina. Hi. Na, wie geht's dir heute? Gestern warst du ja völlig aufgelöst. Ach, inzwischen geht's mir schon wieder ganz gut. Ich bin eben manchmal nah am Wasser gebaut. Erika hat mir erzählt von deinem Problem. Ich hoffe, du bist ja nicht allzu böse deswegen. Ach was, du kannst es ruhig wissen. Sie sorgt sich um dich. Ja, ich muss jetzt auch weiter. Nina, was hältst du davon,
mir bei den Hochzeitsfeierlichkeiten zu helfen. Hm? Welche Hochzeit? Zwischen Nick und Steffi natürlich. Weiß ich habe im Moment ziemlich viel zu tun hier. Na komm, überlegst dir doch. Wird's dir eine Freude machen. Du bist unsere Freundin. Gehörst zur Familie. Reicht es nicht, dass du der Polizei ein Geständnis unterschrieben hast? Wieso fütterst du jetzt die Revolverblätter mit einer Story, die von vorne bis hinten erlogen ist? Ich habe das für die Schneider getan. Für ihren guten Ruf. Und damit auch für mich. Ich meine, ist sie meine Arbeitgeberin. Hast du schon mal daran gedacht, wie Patrick darauf reagiert? Er wird es verkraften. Und nicht allzu sauer sein. Hoffe ich. Dass du dich da mal nicht täuscht. Ich will doch auch keinen Ärger mit Patrick. Ich hätte ihm sogar heute fast einen Job besorgt. Sag bloß nicht in der Galerie. Doch, genau da. Lass mich raten. Frau Schneider sah sich nicht in der Lage, Patrick anzustellen. 2 Leute sind zu teuer. Wer es glaubt, wird selig. Aber das eine sage ich dir. Nach dieser Nummer hier brauchst du Patrick erst gar nicht wieder unter die Augen zu treten. Was soll ich denn machen? Sag ihm, dass der Artikel nur gefaked ist. Das glaubt ihr mir doch sowieso nicht. Ja, wenn du so denkst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Versicherungsvertreter, kaufmännische Angestellte und jede Menge Sekretärinnen. Toll. Vielleicht sollte ich als Privatsekretär anfangen. Bei einer reichen, alleinstehenden Unternehmerin. Tolle Idee. Am besten bei Clarissa von Anstetten. Vielen Dank. Die hätte dir wahrscheinlich keine falschen Versprechungen gemacht. So wie Dennis. Jackie, es reicht. Dennis hat mir sehr geholfen und er hat sich sehr für mich eingesetzt. Und was hat's gebracht? Woher sollte er denn wissen, dass Charlie Schneider partout keinen neuen Mitarbeiter haben will? Okay, lass uns das Thema wechseln. Sprich doch mal mit Tillmann. Vielleicht weiß der was. Dann hätte er sich schon gemeldet. Das gibt's ja nicht. Dieses Schwein hat uns die ganze Zeit belogen. Guck dir das mal an. Ruhiger Ex-Fußballer Dennis Krüger gesteht Fahrerflucht. Das ist ja ein Hammer. Na, wie geht's dir? Hast du ein bisschen geschlafen? Nein. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo Gero wohl wirklich steckt. Auf dem Kongress, das weißt du doch. Clarissa war hier. Sie hat gesagt, Gero hat Friedenau verlassen. Er ist ausgezogen. Stimmt das? Stimmt das? Ich hatte gehofft, dir diese Enttäuschung vorerst ersparen zu können. Bitte, Christoph, sag mir die Wahrheit. Du hattest keine Halluzinationen. Gero ist kokainsüchtig.